Der pazifische Feuerring. Hier pulsiert der Planet, schafft und zerstört. Eine Reise durch Zeit und Tiefe. Staffel 2. Der Atem der Erde. Tokio, 1. September 1923. Ein Tag, der als Fest beginnt. Im Herzen der Stadt öffnet das Imperial Hotel seine Tore. Ein Architekturtraum aus Stein und Licht. Der Architekt Frank Lloyd Wright hat hier keine Wände gebaut, sondern eine Festung gegen die Natur. Während draußen der Wind des Taifuns an den Fahnen reißt, herrscht drinnen die Perfektion. Die Elite Tokios versammelt sich, der Taisho-Chick in voller Blüte. Westliche Anzüge treffen auf Seide. Man spricht über Jazz, Politik und das drückende Wetter. Es ist 11:58 Uhr. Die Kellner servieren den Tee. Niemand ahnt, dass 6 Meilen unter ihnen die Erdplatten ihre Geduld verlieren. Die Luft ist dick zum Schneiden. Eine seltsame Stille legt sich über das Bankett. Dann ein Zittern, nicht im Boden, sondern in der Wahrnehmung. Das Klirren von Silber, ein Kronleuchter beginnt zu schwingen. Die Gespräche verstummen, Blicke wandern nach oben. Es ist kein Wackeln, es ist ein Stoß, als würde die Welt angehoben. Wrights schwimmendes Fundament muss jetzt beweisen, was es wert ist. Die Illusion der Stabilität zerbricht. Die Zeitrechnung von Tokio endet hier. 2 Kilometer weiter östlich Ginza, das Schaufenster der Moderne. Hier trägt man den Kimono etwas lockerer oder tauscht ihn gleich gegen den Anzug. Die Bricktown, ein Versuch Japans, westlicher zu sein als der Westen selbst. An der berühmten Kreuzung Vierchome klafft eine Lücke. Der alte Uhrturm ist fort, der neue erst ein Skelett aus Stahl. Es ist Mittag. In den Hinterzimmern werden tausende Holzkohleöfen für das Essen entzündet. Der Wind drückt die Hitze durch die Gassen. Eine unheimliche Schwüle liegt über dem Asphalt. 11:58 Uhr und 32 Sekunden. Die P-Welle trifft ein. Ein harter Schlag von unten. Dann die S-Welle. Der Boden rollt nicht, er bockt. Die stolzen Backsteinfassaden haben keine Eisenarmierung, sie sind Todesfallen. Die Stahlgerüste am Hattori-Bau kreischen wie sterbende Tiere. Straßenbahnen springen aus den Gleisen, als wären sie Spielzeug. Staub, dicker gelber Staub verschluckt die Sonne. Ginza verschwindet. Für Sekunden herrscht Stille, dann der erste Geruch von Rauch. Die Kohleöfen, tausende kleine Feuer befreit aus ihren Gefäßen, treffen auf Holz und Wind. Es ist nicht das Beben, das Tokio töten wird, es ist die Kombination aus Mittagessen und Taifun. Menschen kriechen aus den Trümmern, weiß von Staub, rot von Blut. Die Flucht beginnt, aber wohin, wenn die Straßen brennen? In den nächsten 48 Stunden wird diese Stadt aufhören zu existieren. (16 Uhr). Am Ostufer des Sumida-Flosses sammeln sich die Verzweifelten.
Das ehemalige Armeedepot Hifukushu-Ato, eine riesige Leere, die Sicherheit verspricht. 40.000 Menschen drängen sich hier zusammen. Sie bringen ihr Gold mit. Nicht Barren oder Münzen, sondern Erinnerungen. Tatami-Matten, Kommoden, Familienschreine. Doch die Physik kennt kein Mitleid. Der offene Platz wirkt wie ein Kaminzug. Der Taifun im Norden drückt den Sauerstoff in das Zentrum des Feuers. Dann geschieht das Unfassbare. Die Hitze steigt auf, der Wind schert ein. Ein Dragon Twist, kein Tornado aus Luft, sondern eine rotierende Säule aus Feuer. Er ist 100 Meter hoch. Er atmet wie ein lebendiges Wesen. Das Geräusch gleicht einem Güterzug. Er trifft auf die hölzernen Karren. Was als Rettung gedacht war, der Hausrat, wird zum Brennstoff für den Ofen. In 15 Minuten sterben 38.000 Menschen. Erstickt, verbrannt, verweht. Die Johnny-Legende erzählt von einem Karren, der Gold rettet. Die Wahrheit von Tokio erzählt von Karren, die ihre Besitzer töten. Von 40.000 überleben nur 300. Der tödlichste Einzelmoment des Bebens. Als die Sonne untergeht, ist Tokio keine Stadt mehr. Es ist eine Landschaft aus Asche, eine Wüste, geschaffen in einem Nachmittag. Es ist der tödlichste Einzelmoment in der Geschichte der Erdbeben. Als die Nacht fällt, leuchtet Tokio nicht von Strom, sondern von Glut. Doch in der Dunkelheit beginnt ein anderes Feuer zu brennen, das des Hasses. In der Dunkelheit vermischen sich Angst und Gerüchte. Die Koreaner kommen, ein Satz gefährlicher als das Feuer selbst. Das physische Beben endet, das moralische Beben beginnt. 2. September. Das Feuer lässt nach, aber ein neues Gift breitet sich aus, das Gericht. Koreaner vergiften die Brunnen. Eine Lüge, geboren aus Panik, verbreitet sich schneller als der Brand. Bürgerwehren bilden sich, die GK-Dan, keine Soldaten, sondern Nachbarn. Bewaffnet mit dem, was greifbar war: Bambusspeere, Haken, Hämmer. An den Brücken wird ausgesiebt. Wer passieren will, muss einen Test bestehen. Es ist ein linguistischer Test, ein Shibboleth. Sprache entscheidet über Leben und Tod. Sag 15 Yen, 50 Sen. Japanisch Jugo-en, Gojisen. Die stimmhaften Laute sind die Falle. Koreanische Muttersprachler stolpern über das weiche G und C. Sie sagen Chuko-en, ein winziger Akzentfehler. Das Urteil wird sofort vollstreckt, ohne Gericht, ohne Gnade. Tausende sterben in diesen Tagen. Koreaner, Chinesen, sogar Japaner mit Dialekt. Die Zivilisation ist eine dünne Schicht. Das Beben hat sie zerrissen. Der Hass brennt heißer als die Holzhäuser von Ginza. Und während an der Oberfläche gemordet wird,
herrscht tief unten im Tresor der Bank of Japan absolute Stille. Hier liegt das andere Gesicht Japans, das Gold. Eine unversehrte Festung aus Stein und Stahl, die darauf wartet, die Rechnung zu bezahlen. 3 Kilometer westlich des Massakers steht eine andere Art von Festung, die Bank von Japan. Das Feuer hat die Kuppel gefressen und die Büros verwüstet, aber das Herz der Bank schlägt tief unter der Erde. Eine Treppe aus Granit führt hinab in die Dunkelheit, weg vom Rauch, hinein in die Kühle. Der Tresorraum, geschützt durch 3 massive Stahltüren, importiert aus England und Amerika. Während draußen die Anarchie regiert, herrscht hier die absolute Ordnung der Mechanik. Die Tür schwingt auf, ein Strahl der Taschenlampe schneidet durch die jahrhundertealte Luft. Die Decke aus Ziegelbögen hat gehalten, kein Rauch, keine Hitze. Und dort liegt es, das Gold des Kaiserreichs, unberührt. Nicht nur Gold, Kisten voller Banknoten, das Blut für den Wiederaufbau. Gouverneur Inouye weiß, wenn diese Scheine brennen, stirbt Japan endgültig. In einer Stadt aus Asche ist dieser Raum der einzige Ort, an dem die Zukunft noch existiert. Der Morgen des 3. Septembers. Die Sonne geht über einer grauen Wüste auf. Tokio ist nicht mehr. 45% der kaiserlichen Hauptstadt sind zu Staub zerfallen. Doch in der grauen Unendlichkeit stehen einsame Inseln der Ordnung. Das Imperial Hotel, Frank Lloyd Wrights schwimmendes Fundament, hat der Natur getrotzt. Auch die Bank of Japan steht noch, ein steinerner Festungsturm inmitten der verbrannten Erde. Andere hatten weniger Glück. Die Nikolai-do-Kathedrale, nur noch ein Skelett. Ein einsames Automobil bahnt sich mühsam seinen Weg durch die Trümmerwüste. Gouverneur Inouye Yunusuke blickt auf das Inferno und spricht aus, was alle denken. Wir haben die Stadt verloren. Alles, was wir kannten, ist fort. Aber wir haben das Fundament bewahrt. Auf diesem Stein, auf diesem Gold wird ein neues Tokio entstehen. Aus Gold und Asche.